Hallo allerseits und willkommen zum Kanal-Update für März und April 2016. Ich bin da immer später dran mit meinen Updates, fürchte ich, aber naja, Zeitbegrenzungen und so weiter spielen jetzt für mich nicht so eine Rolle. Ich mache das halt dann, wenn ich Zeit und Lust habe. Und das ist eben jetzt der Fall. Also wird das jetzt ja sozusagen ein Rückblick auf die letzten 2 Monate. Sonst hatte ich das ja immer so gehandhabt, dass ich das ziemlich in der Mitte gemacht habe. Also hätte ich eigentlich Anfang April schon ein Update machen müssen. Aber nein, wie es eben ist. Zeit ist leider nicht so verfügbar, wie man das immer gern hätte. Aber lieber spät als nie. Bevor wir aber zurückschauen auf die letzten 2 Monate, schauen wir erstmal noch in die Zukunft. Und zwar gibt es den aktuellen Termin, wo ich wahrscheinlich hingehen werde. Und zwar am 28.05. ist in Leipheim auf dem alten Fliegerhorst eine Modellbauausstellung. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich da mal vorbeischaue und mir das anschaue. Also ich werde da nicht ausstellen, ich bin da nur Besucher und ich hoffe, ich habe da Zeit dafür. Weil es ist eben nur einen Tag. Und wenn ich da irgendwie schon was vorhabe oder irgendwie ausgebucht bin, dann kann ich leider nicht hingehen. Also ich kann es nicht 100%ig versprechen, aber es ist meine feste Absicht, dahin zu gehen. Das ist eine ziemlich schöne Ausstellung, was ich so gehört habe. Auch eben in diesen Flugzeughallen. Das ist ein interessantes Ambiente, denke ich. Ein Grund dafür, dass ich nicht so viele Modelle gebaut habe in letzter Zeit, war auch mein Urlaub. Ich war eine Woche in Portugal und da hat man natürlich ganz andere Dinge im Kopf als Modelle. Da war ich bei meinem Freund Carlos Mendes untergebracht. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Und er hat mir dann ein bisschen die Stadt Lissabon und auch die umliegenden Gebiete gezeigt. War sehr interessant, sehr entspannend, sehr bildend. Es gab gutes Essen, was will man mehr? Also eigentlich rundum perfekt. Über meinen Aufenthalt dort habe ich auch 3 Videos gemacht. Einmal eine Bausatzbesprechung zusammen mit dem Carlos und dann 2 Videos über Sintra. Einmal die Maurische Burg und dann dieser bizarr anmutende Park. Ich weiß jetzt, dass Videos über Burgen und Landschaften nicht so beliebt sind auf meinem Kanal, aber ich finde es trotzdem interessant, das mal anzusehen und ich denke, die Leute, auf die es mir ankommt, die wissen das auch zu schätzen. Am 16. und 17. April war in Fürstenfeldbruck wieder die Modellbauausstellung, wo ich zugegen war 2 Tage und ausgestellt habe. Und das ist sozusagen das, was dabei rumgekommen ist. Zuerst einmal möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die meinetwegen dahin kommen sind und sich auch zu erkennen gegeben haben. Das ist immer sehr interessant zu sehen, wer die Leute sind, die Kommentare hinterlassen oder auch einfach nur so zusehen, ohne irgendwas zu kommentieren. Wirklich sehr schön und nett. Ich habe mich sehr amüsiert. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich auf so Ausstellungen gehe. Ich bin da jetzt nicht so der Typ, der mit anderen Ausstellern voll in Kontakt kommt. Mich interessieren eher die Besucher. Und dafür ist es einfach perfekt. Also vielen Dank nochmal und ich hoffe in der Zukunft, dass wir uns sehr oft wiedersehen. So, jetzt also die Bausätze, die dabei rumkommen sind. Hier haben wir 3 Sachen, die habe ich von Besuchern bzw. Ausstellern bekommen, die meine Videos anschauen. Ihr wisst, wer ihr seid. Ich möchte mich da nochmal bedanken. Und zwar gab es einmal von Dragon 1:72er Sherman. Das ist schon beinahe eine Majestätsbeleidigung. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ich baue das Ding auf jeden Fall mal. Der Maßstab ist eigentlich auch recht nett. Da habe ich schon ein paar Ideen dafür. Und der Bausatz an sich ist natürlich super. Die Dragon-Sachen in 1:72 sind nicht von schlechten Eltern. Und dann noch von einem alten Bekannten aus Resin, von Germania Figuren, japanische Panzerbesatzung hier bei der, ich sag mal, Besprechung. Und ich kenne den Hersteller, die machen exquisite Figuren. Also die Details können sich durchaus mit 1:35er Figuren messen, finde ich.
Jetzt ist natürlich die japanische Armee in 1:72 nicht mein Steckpferd, aber wir finden schon irgendwie eine Möglichkeit, die unterzukriegen. Und das zweite, was er mir noch gebracht hat, das ist was Ungewöhnliches von Special Armor, 1:35 Special Armor. Ein Hersteller, den ich nicht kenne. Eine tschechische 3,7 Pack. Also das ist hier die tschechische Bezeichnung. Die wurde natürlich dann auch von den Deutschen eingesetzt. Das ist dann die Bezeichnung. Das ist, glaube ich, die Pack, die später auf dem Panzerjäger 1, glaube ich, draufgeschraubt war, wenn ich mich nicht täusche. Das werden wir uns vielleicht bei Zeiten mal in einer Bausatzbesprechung anschauen, weil ich denke, der Bausatz ist absolut sehenswert. Wirklich Top-Qualität. Das ist wirklich grandios. Ich hoffe, da kommt mehr von denen. Und die sind, glaube ich, preislich auch sehr attraktiv. Ich glaube, das Ding kostet so, glaube ich, 9 Euro oder so. Dann machen wir mal weiter. Hier dann die Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Die gab es nicht geschenkt. Bisschen was muss man auch noch selber investieren. Das war jetzt hier ein nettes Schnäppchen von Academy, der M3 Stuart Honey. Also die britische Version von dem Stuart Panzer. Von Academy in 1:35. Soweit ich gehört habe, ist das ein ziemlich guter Bausatz. Also habe ich mir gedacht, für das bisschen Geld kann ich mir den mal mitnehmen. Ich habe da eigentlich keinen Plan dafür. Ich habe den einfach nur gekauft, weil ich weiß, dass der Bausatz gut ist. Und gute Bausätze zum Bauen ist immer schön. Auch wenn es jetzt kein Panzer 3 ist, ist es trotzdem, glaube ich, ganz nett zum Machen. Und mal was anderes. So, und hier haben wir noch so ein Projekt. Das sieht man ja alles in 1:48. Fangen wir mal mit dem Hauptding an. Das ist von Revell 1:48 die U52. Ist auch der D-Mark-Preis drauf. Und ja, mit Vitamin B habe ich mir den besorgt. Da sind nämlich, ich sag mal, 1/3 Bausätze drin. Und ich sag mal, mit ein bisschen Hilfe von anderen Modellbaukollegen kann ich da wirklich 2 komplette Modelle draus bauen. Und eins davon, möchte ich eben ein Diorama machen, wo eben die Fallschirmjäger gerade einsteigen in das Flugzeug und dann eben nach Kreta rüberfliegen. 1941 war ja auch eine ziemlich große Fallschirmjäger-Operation auf Kreta und das möchte ich da eben als Diorama bauen. Das Schöne ist nämlich, dass der Bausatz schon mit Figuren kommt, mit Fallschirmjägern, die gerade einsteigen, und durch die Tatsache, dass da eben im Prinzip 2 Bausätze in der Schachtel sind, habe ich eben noch mehr Figuren dabei und dadurch kann ich das eben realisieren. Und weil es dann eben auf dem Flugplatz ist, brauchen wir auch noch ein bisschen so ein Bodenpersonal, das von ICM. Wirklich ganz tolle Figuren von der Detaillierung her. Ich denke, ich würde mal sagen, die meisten 1:35er Figuren ebenbürtig, wirklich grandios. Da freue ich mich schon drauf. Und ein Fahrzeug brauchen wir auch noch, habe ich von Italeri den Opel Blitz LKW mir besorgt. Der dürfte sich, glaube ich, auch ganz schön bauen. Und ein bisschen Ladegut drauf und so, dann passt es schon. Und dann hat man da eine schöne Flugplatzszene. Dann gab es noch einen weiteren Modelle-Spender für mich in den letzten 2 Monaten. Und zwar vom Adam Mann, den kennst du vielleicht von YouTube, der macht viele Bausatzbesprechungen und so weiter. Und der hat mir ein Paket mit Süßigkeiten geschickt. Schöne amerikanische Süßigkeiten, die man hier eben nicht so bekommt. Dass man mal den direkten Vergleich hat. War sehr interessant, die Süßigkeiten mal zu probieren. Und er hat dann natürlich dann noch ein paar Bausätze reingepackt, so wie es sich für einen echten Modellbauer gehört. Vielen Dank, Adam, für die Fressalien und die Bausätze. Das ist wirklich sehr großzügig und ich weiß es zu schätzen. So, was gab es da Schönes? Hier haben wir mal so ein Tütchen. Da ist eine Figur drin und zwar ist es der Guderian. Der ist bei irgendeinem Dragon-Bausatz mit drin. Ich glaube bei irgendeinem Tiger, wenn mich nicht alles täuscht. Und weil er es mit Figuren nicht so hat, kann ich mich da mal dran versuchen. Das zweite von AFV Club, die Flugzeugabwehrkanone 28. Da hat der Adam schon ein Review davon gemacht. Den könnt ihr euch ja mal ansehen, wenn ihr wollt. Weil der Bausatz an sich war mir jetzt nicht bekannt, dass der existiert. Das ist im Prinzip eine deutsche Beaufort-Flak.
ist relativ obskur, aber warum nicht? Ist, glaube ich, mal was anderes. Ein AFV Club ist eh so ein Hersteller, der mir ziemlich zusagt. Und dann noch 2 Figurenpackungen von Dragon. Einmal hier diese Waffen-SS-Typen da in den Ardennen und dann noch Fallschirmjäger in der Normandie hier im Hinterhalt. Das sind natürlich Sachen, die kann man immer brauchen. Figuren kann man nie zu viele haben. Schauen wir uns jetzt an, was sich so auf der Werkbank tut. Ich bin da ziemlich ausgelastet im Moment und ich hoffe, dass ich jetzt mal was fertig bekomme. Das ist zum Beispiel so ein Modell, das ist kurz vor der Fertigstellung. Ich denke, das werde ich auch nachher noch vollenden. Und zwar ist es von Tamiya in 1:48, die F490 D9. Wirklich ein cooler Bausatz, ziemlich einfach zum Bauen, schöne Details und man kann da halt bei der Lackierung sich richtig austoben, weil halt Luftwaffe, Flugzeuge doch immer recht interessante Tarnschemen haben. Und da möchte ich auch eine kleine Flugplatzszene machen, beziehungsweise eigentlich bloß eine Wiese und eben noch ein Pilot daneben. Das ist aus besagtem ICM-Bausatz. So ein Pilot, der ist schon grundiert und das Gesicht schon bemalt. Wirklich überragende Details. Das ist wirklich eine tolle Sache, das da eben hinzuzufügen, dass man auch mal sieht, wie groß das Flugzeug eigentlich ist im Vergleich zum Mensch. Weil, ja, das ist doch recht interessant, finde ich. Die Bf 109 ist ja doch ziemlich mickrig, aber die 190 D9 ist doch schon ein ziemlicher Kavenzmann. Bei dem Modell habe ich zum ersten Mal im großen Stil diese Vallejo Model Air Farben verwendet für die Luftwaffenfarben, weil ja, das immer moniert wurde bei den Flugzeugen, die ich so früher gebaut habe, dass die Farben angeblich nicht passen. Jetzt habe ich mal wirklich diese mehr oder weniger Originalfarbtöne verwendet und ich finde, die unterscheiden sich eigentlich nicht wirklich von dem, was ich vorher verwendet habe. Aber jetzt kann zumindest keiner mehr meckern. Also würde ich mal sagen, bin ich jetzt auf der sicheren Seite. Was ich jetzt in dem Bausatz nicht so leiden konnte, sind die Abziehbilder. Die waren irgendwie total Tamiya untypisch, nämlich dünn und brüchig. Normalerweise sind Tamiya Abziehbilder ziemlich dick und können eigentlich nicht wirklich reißen. Aber in dem Fall war es so. War ein bisschen nervig, aber da blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als die Zähne zusammenzubeißen und einfach durchzuhalten. Dann bin ich nach wie vor noch mit dem Sturmtiger von Tamiya beschäftigt, mit dem Diorama. Das kennt ihr schon aus dem Update vorher. Da habe ich jetzt das Diorama schon mal so grob vorbereitet und die Figuren sind auch fertig. Müsste jetzt eigentlich bloß mal anfangen, das zum Lackieren. Bin ich aber gerade nicht so in der Stimmung dafür. Wird aber, denke ich, mal im Bälde passieren. Bei den Figuren ist halt auch recht aufwendig, sind ja doch recht viele. Ich denke, das wird sich noch eine Weile ziehen, bis es dann fertig ist und ich das euch präsentieren kann. Aber was soll's, ja, ist ja kein Wettrennen. Das Einzige, was mich jetzt noch stört, ist der Baum. Da ist ein bisschen zu viel Grün oder Laub drauf. Für Anfang Mai, weiß nicht, ob das so passt. Ich werde versuchen, den noch ein bisschen auszudünnen. Und dann hoffe ich, dass ich da das passende Aussehen erreiche für die Jahreszeit, für Mai 1945. Wer denkt, dass so ein Tiger 1 oder ein Tiger 2 groß ist, der soll sich mal von Meng den Char 2C anschauen. Das ist ein Panzer, ja, also da geht schon was. Ein riesiges Fahrzeug und der Meng-Bausatz baut sich wirklich sehr einfach. Fast ein bisschen wie Lego eigentlich. Nur, dass man eben nicht nur zusammensteckt, sondern es eben noch mit Kleber sichern muss. Aber prinzipiell wirklich hochgradig interessant und schön detailliert mit Fotonetzteilen und so weiter. Also kann sich echt sehen lassen. Und das Fahrzeug an sich ist einfach der Hammer. Ja? Also sowas sieht man nicht alle Tage. Das Ding ist Teil von dem Bodybuild, den wir gerade machen. Und zwar nehmen da der Carlos Mendes, der Harry Houdini und der Chris Becker teil. Und eben ich noch. Und wir haben uns vorgenommen, dass jeder eben eine unterschiedliche Tarnung, unterschiedliche Markierungen macht. Ich habe vor, das Fahrzeug zu machen, wie es eben auf der Schachtel drauf ist, hier mit der Tarnung des Alsace.
Und da habe ich auch noch von DN Models die vorgeschnittenen Maskierfolien dafür. Also das sollte eigentlich ganz gut klappen. Und ja, weil das Fahrzeug an sich so surreal aussieht und so groß ist, dachte ich mir, da wäre es interessant, noch ein paar Figuren dabei zu haben, einfach um da ein bisschen den Maßstab zu verdeutlichen, wie groß das Teil eigentlich ist. Also wenn der hier steht, kann man sich schon vorstellen, ja, dass das doch wirklich ein Ungeheuer ist. Ja, und auf den meisten Fotos von dem Fahrzeug sieht man immer die französischen Panzersoldaten mit ein paar Mädels, also habe ich mir da noch so von Miniart eine Dame hier zusammengeleimt, die da eben mit dem Offizier da posiert vor dem Panzer. Ich dachte mir da auch vielleicht eine kleine Diorama-Base wäre ganz interessant, aber sollte nicht zu extrem werden. Ich möchte eigentlich bloß ein bisschen eine Wiese darstellen oder einen Feldweg, mehr nicht. Dann baue ich auch noch den Panzer 3, so wie es sich gehört. Müsste ich echt mal wieder öfter machen. Das ist von Dragon, der Panzer 3 Ausführung M. Und das ist Teil von dem Gruppenbau, der eben mir zu Ehren abgehalten wird. Da sind die Regeln eigentlich nur Panzer 3 und Stuck 3. Da ist alles, was irgendwie ein Panzer 3 Fahrgestell hat, ist erlaubt. Und ja, das ist mein Beitrag da dazu. Das organisiert der Tactical Jackalope. Und da könnt ihr euch ja mal das Video dazu anschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mitmachen. Ich denke, ein Panzer 3 ist immer eine nette Sache. Sieht gut aus. Man kann viel altern. Es wurde überall eingesetzt. Das ist unheimlich variabel. Der Bausatz, typisch Dragon, wirklich schön zum Bauen. Aber wie es halt mit allen neuen Dragon-Bausätzen ist, bisschen teuer und miserable DS-Ketten. Deswegen habe ich mir da von Master Club Metallketten geholt. Die haben da so Resinstifte. Das finde ich jetzt nicht so optimal. Aber ich will es mal ausprobieren, ob die funktionieren. Und das sind meine Ersatzketten für diese furchtbaren DS-Ketten. Ich hoffe, es wird nicht zu mühsam und fällt nicht wieder auseinander. Aber ja, bevor man es nicht probiert hat, kann man sich auch keine Meinung bilden. Und last but not least von Trompetern 1:350 die Roma, ein italienisches Schlachtschiff. Da habe ich jetzt schon das Deck und den ganzen Rumpf mal beisammen und dann auch schon ein paar Kanonentürme, die Hauptgeschütztürme. Da habe ich mir noch die Alurohre dafür besorgt. Also das sieht dann schon mal ziemlich cool aus. Das ist so ein Modell, da baue ich dran, wenn es mir einfach danach ist, irgendwie Plastik zusammenzukleben, weil das ist doch ein ziemlich umfangreiches Teil. Wenn man da so einen Turm bauen will, da kann man schon mal eine Stunde verbraten, bis man da alle Teile bereit hat dafür. Und ja, das ist eigentlich nur so, um Zeit totzuschlagen. Also ich rechne nicht damit, dass das Modell in Bälde fertig wird. Das ist was, da will ich mir wirklich die Zeit nehmen und nur dran bauen, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Weil da ist wirklich mein Anspruch. Ich möchte wirklich mal ein Schlachtschiff-Modell bauen, was wirklich gut aussieht. Weil das ist was, das gelingt mir irgendwie nie. Ich bin irgendwie so Schlachtschiff-Modell Legastheniker. Ich habe da irgendwie keine Ahnung. Und das möchte ich einfach mal ändern. Ich möchte einfach mal Erfahrung sammeln und das so gut bauen, wie es eben geht. Da an der Unterseite war ein bisschen so hässliche, ich sag mal, Auswurfmarken und so weiter. Da wurde ordentlich geschliffen, wie man sieht. Aber das ist jetzt auch nicht der Bereich, wo man total viel sieht später. Die größte Herausforderung wird da sein, wirklich das Teil zum Lackieren und zum Altern. Weil das ist doch schon ein bisschen was anderes wie in einem Panzermodell. Vor allem, weil auch die Form von dem Schiff so kleinteilig ist, das dann irgendwie scharfkantig zu maskieren, dass da die Tarnung da drauf kommt. Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, aber das wird man dann schon sehen. Ich hoffe, es klappt gut.
das war's auch schon wieder mit dem Update. Ich hoffe, das nächste Update für Mai und Juni kommt etwas pünktlicher raus. Ich hoffe zumindest, dass ich es schaffe. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ist ja auch kein Drama. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Vargas.